Guten Morgen. Es geht weiter. Ich befinde mich im Zug auf dem Weg nach Elle. Der Zug sollte eigentlich um 3:25 Uhr das Gleis verlassen, aber hatte leider Verspätung. Wir haben jetzt 6:30 Uhr. Ich habe 10 Stunden Fahrt vor mir, aber ich habe den schönsten Fernsehscreen, den ihr euch vorstellen könnt. Das wird richtig nice. Am Abend zuvor hatte ich noch schnell mit Dominde meinen Roller zum Bahnhof gebracht. Ich wusste nicht, ob ich den Roller überhaupt mitnehmen konnte, aber so viele Menschen hatten mir diese Reise mit dem Zug Richtung Elle empfohlen. Übrigens habe ich eine neue Gang. That's the new gang, by the way. Say hi. Yes. Chérie. Hi. Chérie. Glücklicherweise konnte ich meinen Roller als Zusatzgepäck anmelden und einen Tag vorher aufladen. Der Zug ist gerade angekommen und jetzt werden die Schienen wieder. So, die erste Krise ist erreicht. Unser wunderschönes Kinofenster. Jetzt ist hier ein zweiter Zug gekommen und ich frage mich gerade, ob der jetzt andockt. Und wenn ja, dann bin ich ziemlich abgefuckt. There might be no first class in this one. If not, I want my money back. It's not even a joke. I'm serious. Inzwischen war ich schon eine ganze Woche in Sri Lanka unterwegs und hatte fast vergessen, dass ich kurz zuvor noch auf den Malediven war. Einen Link dazu findet ihr hier. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge auf meinem YouTube-Channel Hustle DNA. Ich sehe aber, dass 80% der wiederkehrenden Zuschauer kaum interagieren, keine Kommentare dalassen, kein Like dalassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein bisschen mehr interagiert, weil es mir persönlich hilft, mir zeigt, dass ihr Lust habt, weitere Folgen zu gucken und es natürlich auch dem YouTube-Algorithmus hilft, meine Videos zu verbreiten. Hinterlasst immer gerne einen Kommentar, ich probiere auf alles einzugehen und würde mich freuen, wenn diese Community wächst. Ich danke euch. Wie schnell sich der Zustand eines Menschen doch ändern kann, wenn er einfach mal aus seiner gewohnten Umgebung und seinem gewohnten Leben ausbricht. Diese Reise war definitiv das Beste, was ich je hätte machen können. Ich kann jedem, der vorhat, nach Sri Lanka zu reisen, diese Zugfahrt nur wärmstens ans Herz legen. Die verschiedenen Klimazonen Sri Lankas waren einfach nur beeindruckend. Und aus dem Zug heraus hatte man genug Zeit, die ganze Natur zu begutachten. Irgendwie fiel es mir schwer, Dominde zurückzulassen. Doch er schlug vor, für 2-3 Tage runter in den Süden zu kommen, da er dort einen Freund hatte, den er gerne besuchen wollte. Doch es war definitiv Zeit für mich weiterzuziehen. Ja. For the guy inside, it's also like cinema. Ja. Like he's watching us all the time. Mia, Coco und Bernard hatte ich alle 3 zuvor am Bahnhof kennengelernt, als wir auf unseren Zug warteten, der 4 Stunden Verspätung hatte. Mia kam aus Dänemark und Coco und Bernard waren ein Pärchen aus Südfrankreich. Zusammen machten wir es uns im Zug gemütlich, kauften an jeder Möglichkeit ein paar einheimische Snacks, lehnten uns aus dem Zugfenster raus und genossen den Fahrtwind. So now you're eating mine, but it's okay. No worries, I got plenty of it. Take it. I got plenty. No. Kaum kennengelernt, schon vergriff ich mich an Mia ihren Snacks. Natürlich war mir das Ganze nicht unangenehm. Literally, the waterfall I went was like this. Yeah.
sogar nah. Eiscreme essend sich aus dem Zug zu lehnen, war schon ein mieser Vibe, den man sich in Deutschland gar nicht vorstellen könnte. Genau dieses Chaos und nicht stark konservative ist immer genau das, was das Herz höher springen lässt. Da es hier viel mehr um Selbstverantwortung geht, als sich von irgendwelchen Vorschriften einschränken zu lassen. Wie ein kleines Kind hing ich im Fahrtwind, immer auf der Suche nach dem nächsten Spektakel. Nach jede Menge Stopps und weiteren Snacks kamen wir dann irgendwann endlich in Ella an. Wir haben es geschafft. We made it, guys. So how long were we driving right now? We left at 7 and now it's 4. 9 hours, huh? 9 hours? 9? 6, no. 6, what time is it? We can't do math now. 5? 9 hours, of course. Yes. From 7 to 12 is 5 plus 4 is 9. 6. The African guy doing the math here. Hallo. So, was eine Fahrt, ey. Was eine Zugfahrt. Mega. Bahnsteig ist voll. Oh mein Gott, da hätte man auch sitzen können, aber zum Glück haben wir ein Ticket für die erste Klasse bekommen. So, ich muss jetzt meinen Roller abholen, der auch mitgefahren ist. Ich muss jetzt schnell nach vorne flitzen. Guys, I will find you. I have to get my scooter. I will definitely find you. Endlich angekommen. Nach 9 Stunden Fahrt erreichten wir Ella Bahnhof. Jetzt musste ich nur noch meinen Roller finden und erstmal einen schönen Kaffee genießen. Some Germans everywhere. Reisegruppe Chemnitz. Oh yes sir, this is my scooter. Stuti, mister. Stuti, this is my scooter. Ah, yes. Right. Geil, da ist er. Haha. Amazing. So reist man weiter. You are rent this scooter? Huh? Rent this scooter? Yes, in Colombo. Colombia. 30 days. 30 days. How? Damit es auch ja nicht zu Komplikationen kommt, ja? Mr. Julian Thielen, Railway Station LA. Welcome to LA. Okay, 5 Minuten gefahren. Ich suche mir jetzt erstmal einen Café. Hol mir erstmal Kippen. Kippeneier. Und dann will ich mir ein Köpfchen und dann suche ich mir einen Spot, wo ich bleiben kann. Das sieht ganz nice aus, so das Top oder whatever it is. So, das Haus der Baxi, Alter, ich muss erstmal zum Friseur. Aber ich muss als allererstes erstmal einen Platz zum Schlafen finden. Oh, schönes Käffchen und es gibt Hafermilch. Die denken sich auch, die crazy Germans, Alter, was wollen die alle mit ihrer alternativen Milch? Trinkt doch Kuhmilch. Ich frage jedes Mal und jetzt sagt sie tatsächlich, ja, we have. Wahnsinn, ey. So, jetzt will ich mal gucken. Mal gucken. Okay, ich sehe mehr Europäer und westliche Menschen als auf meiner ganzen Reise zuvor. Ich habe einen schönen Spot gefunden, hole mir jetzt einen Kaffee und guck mal, ob ich was finde. Ich liebe Bars und Kaffeespots, wo man mit Füßen im Sand sitzen kann, muss ich sagen. Das ist mega. Exactly what I like. Und erstmal ab auf den Roller. Inzwischen war ich wirklich in der Mitte Sri Lankas angekommen. Da ich vorab kein Hotel gebucht hatte und mich wie immer auf mein Glück verließ, kam diesmal die Kehrseite der Medaille. Ich meine, erstmal guckt euch wieder diese krasse Aussicht an. Unfassbar. Unfassbar. Ich bin jetzt an meinem Hotel, aber irgendwas stimmt hier absolut nicht. Das ist eine Bruchbude. Da, das ist noch nicht mal fertig. Ich weiß gar nicht, ob es das Hotel noch gibt. Aber Recommendations und Referenzen und Reviews habe ich gefunden. Das ist sehr, sehr komisch. Was abschafft. Ja, toll. Das sieht nicht offen aus.
Also ganz ehrlich, das ist nicht mein Vibe. Ich meine, der Ausblick ist schön, aber ein bisschen Ambiente und ein bisschen Liebe wäre mir schon wichtig. Ich glaube nicht, dass ich hier bleiben werde. Okay, es hat angefangen zu regnen und der Besitzer hat mich doch jetzt überzeugt. Weil die ganzen Sachen drumherum sehen nicht unbedingt viel nicer aus, aber der Ausblick ist halt Wahnsinn. Und der Sonnenaufgang ist anscheinend genau gegenüber. Deshalb habe ich mich erstmal entschieden, jetzt eine Nacht hier zu bleiben. Die Zimmer sind in Ordnung. Die Zimmer sind sauber, ist einfach nur hier vorne. Das hat keine Liebe. Aber manchmal muss man sich erstmal einfügen und dann merkt man den Charme des Ortes. Morgen ist auch noch ein Tag und dann kann ich gucken, ob ich was anderes finde. Aber in erster Linie ist der Luxus, wie gesagt, für mich die Natur, der Ausblick. Und morgen ist ein neuer Tag. Wie gesagt, ist alles da. Großes Bad, Dusche, Toilette. Es wird schon klar gehen. Außerdem verbringe ich nicht viel Zeit im Zimmer. So, frisch geduscht. Und ganz ehrlich, beschweren kann ich mich nicht. Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich zahle jetzt $14 für die Nacht. Also ganz im Ernst. Ich habe fließend Wasser. Ich habe heißes Wasser, ich habe ein sauberes Bett, ich habe einen krassen Ausblick und die letzten Tage habe ich ein bisschen mehr geballt. Aber ja, alles in Ordnung. Ich gucke mal, ob ich morgen was Niceres finde. Ich werde morgen auf jeden Fall einen ganz relaxten Tag machen, weil die letzten Tage waren sehr, sehr anstrengend und hart. Aber ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg ins Zentrum. Ich habe Hunger und würde gerne einfach das Zentrum noch ein bisschen erkunden. Und dann sind wir beide, ihr Lieben. Und zum Glück habe ich ein paar lange Sachen eingepackt, weil hier ist es deutlich kühler. Ich glaube, abends wird es recht frisch, weil wir weit oben in den Bergen sind. Und deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass ich auch Pullover und sowas eingepackt habe. What the fuck? What the fuck? Alter, hier sind einfach Tiere in der Decke. Habt ihr das gehört? Alter Schwede. Ey, solange ihr mich nachts nicht nervt, sind wir coole Nachbarn. Braucht ihr auch einen Platz zum Schlafen. Aber kommt ja nicht hier durch die Decke gebrochen und macht keinen Lärm, Alter. Ich muss knacken. So, der Bruder schneidet mir jetzt die Haare. Es wird tatsächlich Zeit. So, endlich kann man wieder auf die Straße gehen.